Eieieiei. Er wollte einfach diese Anerkennung, die er wahrscheinlich im richtigen Leben nicht hatte. Deswegen hat er seine ganze Energie und seine Zeit darin investiert, dass er sozusagen, dass er da der Beste ist, ne? Ich hoffe, dieses Video ist ein gutes Video. Und ich würde einfach mal sagen, wir gehen da gleich rein. Weil Guitar Hero ist natürlich ein großes Thema damals gewesen, so 2006 bis, weiß ich nicht, also jetzt redet keine Sau mehr drüber. Aber damals war das wirklich der Shit und jeder musste spielen und jeder hat's gespielt und jeder hatte seinen Senf dazu zu geben. Und naja, gut, ich würde mal sagen, wir gehen rein und gucken mal, was uns erwartet. Ich hoffe, das geht da wirklich um Betrüger in Guitar Hero. Und wenn nicht, dann halt nicht. So. Bild habe ich. Los geht's. Hello, you absolute legends. The year is 2011, and this is me balancing a Guitar Hero controller on my chin. The controller wasn't mine, it belonged to my housemate, and truth be told, this was the most action the controller had seen in a long time. By 2011, Guitar Hero Mania had dwindled, but in the late 2000s, it was huge with the franchise selling millions of copies. Genau, also die letzten Jahre der 2000er sozusagen, also ich glaube, Guitar Hero kam 2006 oder sowas raus, das erste. Also mein Einstieg war, glaube ich, 2007, 2008 bei Guitar Hero. Mein erstes Guitar Hero war Guitar Hero 3 Legends of Rock auf der PS2 damals noch. Even my sister owned one of the games, and I vividly remember us dueling against one another trying to get the highest score. The fun never seemed to last for long, however. I actually play guitar, which surprisingly does have a lot of carryover to the game, so my agile fingers were able to play along much easier. Ich mach mal kurz Untertitel an, ist vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Might be small in Untertitel. So. Number, but they make up for it in dedication. Some spending hundreds or even thousands of hours trying to perfect a single song. Ja. Also ich bin auch in der Community drin, also ich spiele ja nicht nur noch Rockband oder Guitar Hero, sondern ich spiele auch andere Videospiele, aber es war halt, bin ich jetzt hier hinten? Jetzt bin ich hier hinten? Moment, wir müssen hier vorne anfangen. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt da hinten spielt. Auf jeden Fall ist es ja so. The fun never seemed to last for long, however. I actually play guitar, which surprised. Also Guitar Hero kam ja, wie gesagt, die letzten 2006 oder so. Able to play along much easier than hers. Guitar Hero seemed like the kind of game that was fun for a few songs, but the novelty quickly wore off, and most people set it aside, never to play it again. Personally, I found it incredibly fun, but I never took it seriously because I could play the real thing, and ironically, the songs seemed easier to play on a real guitar than on the game. Nowadays, Guitar Hero seems to be somewhat out of fashion, and the last popular game came out well over a decade ago. But not everyone put their controllers away. There is still a very active community of dedicated Guitar Heroes doing incredible things. And at the top level, Guitar Hero is astoundingly impressive. I have never followed Guitar Hero and wasn't really aware of the kind of accomplishments people had performed. Also sowas hier zum Beispiel, ne? Habe ich nie verstanden, wie man, also die Dinger musst du auswendig lernen. Ansonsten geht das nicht. Guck mal, wie der da rumwurschtelt. Also ich habe ja schon Probleme, da irgendwie so ein richtiges Solo zu machen. Aber der weiß ganz genau, welche Knöpfe er drücken muss und zu welcher Zeit. Es ist wirklich, also das Ding ist dann eher auf Score basiert. Ne? The last couple of weeks within the community, playing the game myself and watching the best of the best, I am in complete shock. The things some of these players can do with their fingers boggles the mind, and one of the best players in recent years, maybe even the best, was a player by the name of Shmooey. Shmooey? Shmooey was a level beyond what anyone had ever seen. He did things that simply no one else could do. Over a span of 2 years, he amassed a long list of world firsts, perfectly playing through the most. An der Seite sieht man zum Beispiel diese 4, ne? Das ist der Multiplikator. Und der bedeutet, also der Multiplikator setzt sich so zusammen, dass der bei 0 beginnt, beziehungsweise, ich glaube,
Nee, bei 2 beginnt der, wenn ich mich nicht irre, und geht dann immer höher. Und wenn man jetzt Star Power einsetzt oder Overdrive, ich weiß gar nicht, ich glaube bei Guitar Hero hieß es Star Power, dann verdoppelt sich der nochmal. Und wenn ich den jetzt so sehe, dass der alles trifft, ist es fast unmöglich. Es ist nicht unmöglich, aber fast unmöglich. Weil da waren sehr viele Noten, die halt nacheinander gedrückt werden müssen. Difficult of songs, and often at double or even triple the speed they were meant to be played. By the accounts of most other top players, and even Shmooey himself, he was the greatest the world had ever seen. In fact, he may have even been a bit too good. Some of his accomplishments seemed inhuman, but Shmooey had been around for so long and had seemingly proven himself so many times that the thought of any trickery taking place was immediately brushed off. Und man muss dann noch sagen, man muss dazu noch sagen, dass eine gewisse Latenz da drin ist. Das heißt, die Knöpfe, die müssen, bei der Geschwindigkeit muss das 100%ig sitzen. Ansonsten gibt es einen Fehler. Ja, das kann man kalibrieren und so weiter, aber es ist extrem schwer. There were some red flags though, certain glitches that seemed to crop up, or weird behaviors that couldn't be explained. However, there was nothing concrete, and he was so trustworthy that any investigations were half-hearted and didn't result in anything meaningful. Then, a bombshell dropped. In December of 2021, Shmooey posted another world first, playing through the song 9 Patterns of Eternal Pain without missing a single note, something that no one else had ever done. Everyone was blown away, and the comment section of the YouTube video was once again flooded with comments of amazement. But there was one player who noticed something that was off. The finger patterns that Shmooey was using through one of the song's trickiest sections wasn't correct. Also das Muster, das man verwendet, also es gibt ja, wenn man diese Knöpfe drückt man die ja nach einem bestimmten Muster, ne? Zum Beispiel die 3 Noten, die jetzt kommen, grün, rot, gelb, ne? Und dieses weiße Element, was da oben drauf ist, bedeutet, dass du es nicht anschlagen musst, diese Note, sondern du kannst sie einfach tabben, also einfach drücken, ne? Based on what he was actually playing on the guitar, he shouldn't have hit all of the notes. This oddity was too egregious to ignore, and sparked another investigation from several of the top players. This time, they were serious, and what they uncovered was one of the most prolific examples of cheating we've ever seen. Shmooey had been faking most of his accomplishments for years. In this video, we will take a look at this most recent example of cheating and examine both the methodology used by Shmooey to fool his peers and also the mistakes he made that led to his ultimate demise. It's a fascinating der trifft halt alles, ne? Also you enjoy. Also es ist möglich, Now, aber Legends fast 2022 unmöglich. is upon us, and I promise you, this will be your luckiest year yet. And when you do get lucky, you want to make sure you are looking your best, which is why you should be trimming and grooming your special areas. When you do mess around down there though, you need to be using the best tool for the job, which is where today's video sponsor Manscaped has got you covered. Using the lawnmower, trimming is incredibly safe and easy. I've used it many Keine times. Ahnung, braucht man nicht, das ist wie Werbung. While the initial Guitar Hero was so prevalent in the late Also den Typen kenne ich auch und der ist echt gut. Aber diese Leute, die spielen halt nur Guitar Hero. Und die spielen wirklich auch dieses Clone Hero. Ja, also das ist das für den PC, diese Version. Und da kannst du halt auch eigene Songs reinladen und so weiter. Ne? Und da sind halt Songs dabei, die kannst du nicht kaufen. Also Guitar Hero ist sowieso down. Glaube ich, alle Server sind down. Und da gibt es keine extra Songs oder so. Es gibt nur die Songs, die da waren. Früher konnte man noch extra Songs kaufen. Die Zeit ist schon längst vorbei. Bei Rock Band sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Ne? Also bei Rock Band 4 für die PS4 gibt es jede Woche 2 bis 3 Songs oder sowas. Ne? thousands has long since waned, and the popularity of the game has seen a steady decline over the past 15 years. The competitive scene of Guitar Hero has seen somewhat of a resurgence since 2017. This is largely in part to the release of Clone Hero, which is a near-identical port of the game to the PC. Clone Hero, while being an unofficial port, is extremely faithful to the original franchise, and was created essentially out of necessity due to the official PC port being horribly botched.
featuring very low note limits and frequent crashes. For all intents and purposes, the game is basically the same, as are the skills required in order to play well. The game has 4 difficulties: easy with the least amount of notes and only requiring you to use 3 buttons, medium now requiring the use of 4 buttons, hard utilizing all 5 buttons, and expert, which also requires 5 buttons and contains the most amount of notes. The game does well to mimic some of the techniques used by real guitarists too, with hammer-ons and pull-offs and tapping. Also Hammer-ons sind halt die, wenn man raufdrückt, und Pull-off ist es halt, wenn das wieder runter, wenn du den Finger wieder runternimmst. Ne? So wie auch beim richtigen Gitarre. Obviously, the controller doesn't mimic a real guitar perfectly. A guitar has 6 strings with up to 24 frets, resulting in 144 possible notes to hit. Guitar Hero makes things significantly simpler, with no need to worry about horizontal or vertical movement, but what it lacks in complexity, it makes up for in sheer speed. Without having to worry about everything else, this leaves people focused on a single goal. Alter, also sowas zum Beispiel würde ich gar nicht treffen. Das musst du auswendig lernen. Das geht gar nicht anders. Also diese Schnelligkeit und diese Noten, die kannst du nicht lesen. Also es gibt Songs, ich meine, die habe ich auch schon FC't beim ersten Mal. Das sind aber einfache Songs. Mit so einem Solo ist das nicht möglich. Insane. Oder auch der Tetris-Weltmeister, wie der abgehen, die Jungs. Wahnsinn, manchmal würde mir alle Finger verknoten. Ja, genau. Das wurde mir auch schon gesagt. Ich meine, ich spiele auch oft Rockband, ja. Aber man muss natürlich immer, also das ist für mich, das ist wirklich auch eine Königsklasse, was die machen. Ne? Da komme ich auch nicht hinterher. Außer ich würde jetzt auch Songs auswendig lernen. Das mache ich nicht, weil ich möchte Spaß haben, wenn ich Rockband spiele oder Guitar Hero, weil ich hole mir auch jede Woche Songs und die spiele ich dann auch, größtenteils. Aber sowas ist halt Killer, ne? Also. Ich meine, schaut euch das an. Was ist das? Das ist. Der macht doch gar keinen Fehler. Ja? Kein Fehler. Könnte ich gar nicht. Das würde bei mir gar nicht funktionieren. Oder hier. Was? Hallo. Stop it. Ich meine, das bekomme ich ja nicht mal hin, ne? Weil die sind halt so schnell und da muss alles kalibriert sein und so weiter. Ich glaube, am PC ist vielleicht noch ein bisschen leichter als am Fernseher. Wegen dem Bildschirm und so weiter. Keine Ahnung. Oh my fucking God. Und es schaut auch so aus, als wenn die das streamen würden. Ich habe das noch nie gesehen, Alter. Was muss man denn da eingeben? Clone Hero? Was macht der da, Alter? It takes many years and countless hours to reach the finger dexterity required to do these feats. And also ich spiele jetzt seit 2007 oder 2008, wie gesagt. Ich glaube 2008 war es, wo ich mir das geholt habe. Guitar Hero 3. Weil 2009 habe ich meine PlayStation 3 bekommen. Und genau. Dann war mein erstes Guitar Hero. Und ich habe wirklich auch ganz langsam angefangen, ne? Mit einfachen Songs auf leicht und habe da nicht mal getroffen. Und bis du da bist, dann musst du schon sehr viele Jahre spielen. Ansonsten ist das nicht möglich. And it's insanely impressive. Even more so if you are a musician yourself and you understand how hard it is to move your fingers this quickly. They are so quick that generally songs played at the normal speed are far too slow, so they need to speed it up to 200, 300 or even higher percentages in order to provide a challenge. Ja. Unless they are custom songs, which are becoming... Genau, und da ist es ja noch so, die da wirklich diese Songs so spielen, die spielen diese Songs nicht auf normal, sondern die spielen die auf 200 oder 300%. Ne, das hört man auch an der Musik im Hintergrund, dass sie so mega düdelig ist. Far more popular thanks to the ease at which they can be made and played using Clone Hero. The pinnacle of achievement in these games. Aber die sind ja auch noch jung, also ich kann das jetzt nicht mehr machen. Ja? Combo, or FC for short. Playing through an entire song perfectly without missing a single note or making any mistakes. The more challenging the song, the more impressive the FC. Songs can be short and highly demanding, testing the limits of human dexterity, or they can be long marathons requiring continuous precision for up to 20 minutes. Ja.
Aber man muss dazu sagen, wenn ich denen jetzt einen Song gebe, einen neuen, zum Beispiel bei Rockband oder so, irgendeiner, der rausgekommen ist, ein Metal-Song, den würden die nicht packen. Sofort. Ja, weil das einfach nicht möglich ist in dem Fall. Die lernen diese Songs einfach auswendig. Und verschiedene Abschnitte, du kannst ja verschiedene Abschnitte wählen. Ja? I wanted to get an idea about how hard it is to full combo an entire song, so I downloaded the game and gave it a go. Ja. And a huge shout out to Katana Mods for sending me a guitar. I chose a song that was around 4 minutes long. It was immediately obvious that both expert and hard were going to be impossible. To FC any of these difficulties would surely take me months or even years of practice. So I settled on medium, which is Da far brauchst du viel easier, Übung. and I don't have to worry about moving my hand around because it only uses 4 buttons. Even still, sections on this difficulty were hard to play. Ja, ich spiele Rockband auch nur noch zum Spaß. Also ab und zu guckt man natürlich, dass man vielleicht noch einen Highscore knackt oder so, aber ich war noch nie auf Highscore knacken. Vielleicht noch Goldstars holen oder so. Oder 100% schaffen, aber das war's dann schon. Before that, let's get stuck into the cheating scandal that has rocked the entire community. Ja, na, schauen wir uns mal an, was dieser Typ da, der angeblich gecheatet hat, was der so angestellt hat. Ne? Weil man muss sich das natürlich vorstellen, der streamt das wahrscheinlich auch. Und wenn der da im Stream halt bescheißt oder so. Despite everything you're about to hear, Die Leute spenden halt und geben Subs und so Shmooey weiter. was and is a really good Guitar Hero player. He attended real meetups and played in person with real players. However, as I've always said, and as history has and will continue to show, being good doesn't make you any less likely to cheat. It does make these kind of situations. Also der hatte gerade nochmal gesagt, dass er auch ein guter Spieler ist und halt nicht immer cheaten. Er konnte halt nicht mal cheaten, ne? Also er ist ein sehr guter Spieler und hat halt auch mit anderen zusammengespielt, ne? Aber er hat wohl wahrscheinlich more of a giant betrogen. shame, Irgendwie, because all of wenn er that alleine time zu Hause spent war. getting legitimately good is simply thrown away. Like all top players, Shmooey had been playing for years. As early as 2013, he was already uploading Guitar Hero videos to YouTube. He's only 20 years old now, so he must have been extremely young. Though it would be in 2018 where he would really start to make an impression on the Guitar Hero scene, posting various montages of his best clips. One of his most impressive early videos was the song Don't Has AIDS in October of 2018, showcasing his impressive tapping skills. This caught the attention of the other top players who kann da gar nicht so lange welcomed him into hingucken, the ne? community, where he would continue to share his videos ist and absolut- develop as a player. 2019 is where Shmooey really started to shine, performing feats that even the best of players had tried and failed to do, and he would seemingly do them with relative ease. In June of 2019, Shmooey's full combo of the section Solo F in the song Supernovae was his first big break that really put him on the map and made everyone take notice. In September, one of the What the greatest fuck? players ever, Frith, was grinding on stream trying to FC the song Zoidberg's Revenge, which would have Grinding. been a world first at the time, when Shmooey came out of nowhere to snipe it. Shmooey wasn't just able to play songs perfectly with relative ease, but he could also do things that other people simply couldn't physically do. A great example is the solo for I'm the One by Van Halen, which contains a section that requires you to strum at 22.8 notes per second, which is already crazy, but Shmooey was playing it at 125% speed, which puts it at 28.5 notes per second. Coupled with technical fretting, Also es könnte natürlich auch sein, dass die bei der PC-Version, also bei den Clone Hero, dass die da, ja, so, wie sagt man denn? Also, dass dieser Gap, wo du anschlagen darfst, weil er schlägt ja schon sehr früh an und die Note ist noch nicht mal in diesem Bereich. Ne? Die Note muss ja eigentlich hier sein. Also das Gelbe muss hier drin sein. Ja, ich mach mal kurz Untertitel aus. Wenn die hier runterkommt, dann muss die ja hier getroffen werden. Ne? Er muss anschlagen, wenn dieses gelbe Ding hier drin ist. In dem Fall. Ne? Und wenn er halt hier anschlägt und die Note ist erst hier, dann ist es eigentlich ein Fail. Ja. So. this section is just insane. Between 2019 and Alter. 2021, Shmooey accumulated a long list of world firsts and boasted achievements that no one else in the world could Ich meine, wo fängt man da an? Wo fängt man da an, diesen Song auswendig zu lernen? mimic.
He even managed to win himself a bit of pocket money in the form of bounties. Various people would offer up large amounts of money for whoever could FC difficult songs. Und man muss natürlich auch beachten, ja, nochmal zu sagen, dass diese Gitarren irgendwann in den Arsch gehen. Das heißt, irgendwann funktionieren die nicht mehr so. Ne, die Knöpfe wahrscheinlich schon, aber die Strumbar, die da ist, wo der dann immer noch hin und her wackelt, die ist irgendwann ausgeleiert. Und vor allen Dingen bei solchen Songs. Irgendwann ist die kaputt. Shmooey did very well for himself, scooping up thousands of dollars. By 2021, Shmooey was easily considered the best player in the world. The things that Shmooey was able to accomplish were unbelievable. And of course, whenever you start to do things this impressive, people start to become ever so skeptical. People start to pay closer attention to the minute details. And it wasn't just Shmooey's skill that made a few eyebrows raise either. While he had provided video proof for all of his major achievements, there were some oddities in his videos that were definitely Ne, da sieht man die Strumbar hier unten. Hier dieses Ding, wo er immer anschlägt für diese Noten, die er halt nicht tappen kann. Und die gehen halt irgendwann kaputt und es gibt keinen Nachschub mehr für die Dinger. Die gibt's einfach, es gibt keine, du kriegst noch neue Gitarren für Rockband zum Beispiel, aber Guitar Hero Gitarren original verpackt, Alter, da finde mal welche. Und die kannst du gar nicht bezahlen, die kosten 1000 Euro oder was. The first notable instance being a full combo. Also sollte das nochmal passieren, dass ein Rockband oder ein Guitar Hero rauskommt. Also mit 5 Knöpfen. Dann kaufe ich mir 5 Stück davon und 1 benutze ich. Die anderen bleiben alle original The song Madness March Kamikaze from June 2020. The webcam is particularly dark in the video, making it hard to see exactly what is happening, but the microphone was working just fine, and you can definitely hear the notes being tapped on the guitar. This song had been FC'd before by the player Arch WK, and it was noted that Arch's tapping speed was much faster than Shmooey's. Aha! It seemed as though Shmooey wasn't tapping quick enough to hit every note, but ultimately, this isn't anything concrete and nothing happened. In April of 2021, Shmooey uploaded his yearly montage called Shmootage, which featured his best clips of the previous year. In one of the songs highlighted, the ending is insanely difficult, requiring a very specific technique in order to do it correctly. However, what Shmooey actually played on the guitar was... Ich glaube, das ist sozusagen auch die World Tour, hieß das Spiel, Guitar Hero World Tour. Gitarre. Very different. This was quite obvious to the players who were experienced. Die anderen sind wahrscheinlich alle song, schon and komplett several kaputt. of them confronted Shmooey about his playstyle. Shmooey attempted to provide an explanation of his technique, but no one else could understand how it could possibly work, nor could they replicate it. And neither could Shmooey. He claimed he would show them in a voice call to prove it was possible, though that never Da sieht man zum Beispiel hier, also es ist ja unnormal. Hier, ne? Moment, ich mach nochmal zurück. Gleich. Hier. Da sind 3 Noten so krass beieinander auf der einen Seite, auf der anderen Seite nicht. Das heißt, hier muss ich 3-mal drücken, dann 2-mal kurz und hier muss ich dann ganz normal drücken. Und das so hinzubekommen, schwierig. Würde der jetzt, sage ich mal, jede zweite Note irgendwie failen, würde ich sagen, okay, wird schon passen. Aber so Full Combo, schwierig, ne? Shmooey claimed this was simply an error with OBS, the software he used to record his videos. Something else that was extremely bizarre was when he uploaded a Tech FC of Through the Fire and Flames at 250% speed in June of 2021. A Tech FC is where they play each section separately and then put them together. It's more like a theoretical demonstration of what might be possible. But then, mere hours after uploading this incredible display of skill, the video was removed. Shmooey claimed, und ich kann mir halt irgendwie nicht vorstellen, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die Gitarre das mitmacht. Wenn du so oft anschlägst, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Bei 250% bei Through the Fire and Flames, ich kenne den Song selber, ich habe ihn schon selber gespielt und natürlich kann man den F10, also Vollkombo machen, ne? Also alle Noten treffen, kein Problem. Aber in 250% ist schon irre.
Also, dass du da alle Noten triffst, immer und auch Anschlag und alles. Noted that Schwierig. copyright strikes for this song hadn't happened in over a decade. Besides, at 250% speed, the copyright system doesn't even recognize the song. What is convenient, though, is that the people who Das haben früher auch einige gemacht, um nochmal auszuholen. Früher haben ja viele Guitar Hero Songs halt hochgeladen und das Problem war halt, also nicht nur auch Rockband Songs, und das Problem war halt damals, dass das geclaimed worden ist von YouTube. Ja, also Copyright geclaimed, dann konntest du es nicht mehr angucken. Es gab ja lange Zeit, lange Zeit war es ja so bei YouTube, dass du keine Songs gucken konntest, dass die alle in Deutschland gesperrt worden sind. Und genau das ist passiert. Und dann haben Leute den Song einfach ein bisschen schneller gemacht, also das Video. Nur minimal. Und dann hat diese KI, also die künstliche Intelligenz von YouTube, hat nicht erkannt, dass es der Song ist. Und dann konnte man sozusagen diese Songs da hochladen. Das ging vorher nicht. Ne? Deswegen, wenn du den normal hochgeladen hast, hat YouTube den gesperrt. Und wenn nicht, dann ne? Jetzt ist es natürlich was ganz anderes wieder. Jetzt bekommt eigentlich der Rechteinhaber bekommt die Kohle, das YouTube-Video bleibt oben und ja, alle sind glücklich, ne? Und ja, aber wer lädt denn noch Guitar Hero Songs hoch? Keiner. did watch the Ich. video immediately suspected that the video of Shmooey playing seemed sped up. The movements didn't seem normal to the experienced players, especially some of the random movements that weren't related to the playing itself. But alas, the video was gone, so no one was able to study it in great detail. You will notice that I'm using the footage from that same video, so obviously it wasn't lost forever, but we'll get to that a bit later. Aber wie faked man sowas? Nimmt man das einmal auf in 100%? Dann setzt man das hoch auf 250% und dann tut man so, als wenn man das nachspielen würde? Keine putting Ahnung. all of these suspicions Warum ist da eigentlich ein Loch in der Gitarre? Warum ist hier ein Loch drin? Ist das eine. Ich glaube, das ist ein Wii-Controller. Ne? Ich glaube, bei dem Wii-Controller war es so. Da musstest du hier dieses Wii-Dings, ich weiß nicht, wie das heißt, Nunchuk oder so. Oder Nunchuk, irgendwie so, und musstest du hier hinten einlegen. Aber ich wusste nicht, dass man damit dieses Clone Hero spielen kann. elements together makes it seem pretty crazy that legitimate accusations of cheating weren't levied earlier. However, there is still no concrete proof of cheating in any of these examples. Mich würde mal interessieren, They ob are das da weird was and zu definitely gesagt hat. suspicious, but not 100% reliable. Also, Shmooey had been attending real-life meetups and showing his skill in person. Granted, he was never as good at his videos, but maybe he was just having an off day whenever Never as good as videos. anyone was watching. He was Okay. still considered extremely trustworthy and was so involved with the community that any doubters would be fairly quickly shut down and shamed. And then it happened. In December of It happened. Jetzt geht's los, Freunde. 2021, Shmooey would upload a video that changed everything. Ja, jetzt This kommt's. wasn't just suspicious, this was blatant. And it Ich glaube, jetzt ist es so, dass jemand das Ding analysiert hat und gesagt hat, Junge, das ist nicht original. would expose one of the most prolific cheaters in video game history. On the 15th of December 2021, Shmooey uploaded a world-first full combo of the song 9 Patterns of Eternal Pain. This song features some of the most difficult tapping patterns ever created, and Shmooey played through the entire thing flawlessly. Everyone was blown away at yet another unfathomable achievement. In hindsight, it's actually hilarious that no one noticed the glaring problem with this video. Also es ist, warum man das schneller einstellt. Also das ist ja nicht der Expert-Modus, ne? Also der Expert-Modus hat ja nur eine gewisse Geschwindigkeit, aber wenn du zum Beispiel gewisse Songs spielst mit einem Solo drin, wo die Noten ganz eng anliegen, deswegen macht man das schneller. Diesen Noten-Highway heißt der. Ne? Deswegen macht man den schneller. Den habe ich bei mir auch schneller gemacht. Der ist bei mir 1,25, also 25% schneller, als der normal laufen würde. But it would eventually be spotted. First, Und hier ist es, glaube ich,
weiß ich nicht, 1,5 oder 1,75 oder sogar 2. Something else was noticed. About a month later in early January, several of the top players were watching Shmui's video in a Discord voice chat. Most notably was the player Jobu, who realized that during one of the later tapping sections, the technique that Shmui was using was completely wrong. Unlike the previous example of Shmui playing completely incorrectly, wrong. this was irrefutable. It was crystal clear Geil. that he was not hitting the notes he was supposed to be. The player Frith then reached out to Shmui, asking him exactly how he played that particular pattern. Shmui's response was both illogical and more difficult than what other players would have used, and also it didn't even match the technique that was shown in the video. But even that wasn't the worst thing about Shmui's video. For 2 seconds at the very end, a Windows Media Player overlay appears on screen, indicating that this wasn't a live recording, but rather a screen recording of another video. Why on earth would Shmui Hab ich's nicht gesagt? Habe ich's nicht vorhin gesagt, dass der das einmal aufgenommen hat, sozusagen? Ja? Oder irgendwas hat es aufgenommen und 100% gemacht, irgendwie eine KI oder so, gibt's ja alles. Und er hat's dann sozusagen nachgespielt. An existing video. The bizarre inconsistencies were getting out of hand, and this prompted players to start going over many of Shmui's videos with a fine-tooth comb. It also just so happened that his Through Fire and Flames Tech FC that had been supposedly struck down due to copyright had been saved by someone before it was removed, and they were able to get a copy to re-examine it in greater detail. Hat jemand Upon runtergeladen watching vorher. again, everyone seemed to agree that the webcam was sped up. Several players had finally had enough, and decided to confront Shmui with everything suspicious they had found. Initially, Shmui was adamant that everything was legit. He claimed that he needed to re-record a media player video through OBS because of rendering problems, which is why the overlay appeared on screen. Natürlich. Why at the end is there a UI there for Windows Media Player? Because whenever I recorded via video pad, the rendering is all fucked, and I had to re-record it on OBS. He claimed that his techniques were definitely correct, and any discrepancies might be due to video or audio issues. However, as the call continued and pressure mounted, he finally confessed to a total of 4 faked videos. The vid of Flames did get taken down by a strike. Yeah. But I will say, this is one of the few times in which I tried to do anything suspicious. Everything else that people are looking at is going to be, you know, as far as I'm aware, legit. Okay? But I will say with Flames and a couple other ones that are primarily old, that I have done some suspicious and non-authentic stuff. And that was particularly with the Flames vid. The method used was splicing, which is one of the most prevalent ways people cheat in speedrunning, taking 2 different sections and using video editing to put them together, because it's just too hard Also to do an das sieht entire man thing schon, ne? Also das habe ich gerade selber gesehen. Das ist halt nicht das normale Verhalten. perfectly in a single take. The most egregious example was Through the Fire and Flames, which was spliced very poorly. Also natürlich müsste er wahrscheinlich so schnell das anschlagen. Aber ich glaube, da geht es auch nur darum, um die 250% und nicht mal, dass er das nicht geschafft hätte. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass er ein guter Spieler war oder ist oder war, je nachdem, ob sie ihn schon verbrannt haben oder nicht. Aber trotzdem, dass er das einfach gefaked hat, dass er das Video einfach 2,5 Mal schneller gemacht hat. You can see the score counter actually drop by 5,000 points at the splice. This was a massive error, which explains why the video was removed immediately. Splicing in Guitar Hero is a bit more complex, however, because the game has to match the webcam. If you splice the webcam, that is immediately obvious. So in order to get around this problem, you have to record the game footage separately and then fake a webcam video over the Alles top. klar. Shmui stated in no uncertain terms that he only faked 4 videos and repeatedly stated that the video showing the Windows Media Player overlay was definitely real. But there was one more thing about the video that seems to completely debunk Shmui's story. While Windows Media Player stopped 2 seconds before the end, the audio of Shmui's microphone still continued. Oh my god.
The only explanation for this is that he was recording his webcam. Also er hat es doppelt aufgenommen sozusagen. Er hat es wirklich abgespielt sozusagen und hat dann das nachgespielt. Und die Aufnahme, die ging dann trotzdem weiter. Und als dieses Fenster mit dieser ersten Aufnahme gestoppt hat, ja, kennt man ja, so wie jetzt zum Beispiel, wenn ich das Video weiterlaufen lasse, dann ist unten der rote Balken nicht. Und wenn das Video vorbei ist, dann kommt halt dieser Balken wieder hoch. Und genau das ist passiert. Video and microphone separately over the top of a pre-existing video. And as I just explained, that's exactly what you need to do if you want to fake a Guitar Hero score. The players now knew. Aber ich verstehe nicht, warum man sowas macht. Ich meine, warum muss man denn überall der Beste sein? Es gibt Leute, die wollen überall der Beste sein, ne? Aber warum? Macht doch gar keinen Sinn. Spielt doch das Spiel einfach, weil es euch Spaß macht. Guckt, dass ihr vielleicht die Highscores knackt oder so und alles andere kommt von alleine. Ich meine, ich werde da niemals hinkommen, ne? Ich brauche jetzt, da müsste ich mich ja die nächsten 5 Jahre hinsetzen, damit ich überhaupt dieses Through the Fire and Flames überhaupt mal knacke oder so. Which is a really good start. Analyzing known faked videos is one of the best ways. Also mit Knacken meine ich 100% ohne Fehler spielen. Ways to learn about how to detect them. You can examine everything and find out every tiny difference that may help uncover future or even current cheaters. With so much manpower devoted to this cause, if there were more faked videos, it was inevitable they would be uncovered. And boy, were they ever. On the 14th of January, a player by the name of Mariazzi uploaded a video where he compared the speed of Shmui's videos side by side. Also zum Beispiel sowas, ne? Also das ist ja unnormal. With his own game. And realized that Shmui's game was running ever so slightly slow. This wasn't noticeable to the Ach, er hat es rübergelegt. Ah, guck mal, er hat sozusagen sein Video über das Video von diesem Shmui oder wie der heißt, ne? Hat er rübergelegt. Ich hab mich schon gewundert, warum ist denn das so verschwommen, Alter? When you run it through video editing software, it becomes obvious. And it's not just the speed of the game either. It's the audio. Hier, Bot. Also es gibt einen Bot, der spielt das Ding für dich halt, ne? Und das hat er halt aufgenommen, ne? Given that a song will always play at the same speed, and the notes are synced up to the song, there is no reason for the songs on Shmui's videos to be playing slowly. They soon realized there was only one explanation. Shmui had been using a cheat engine to slow down the game. He would play through songs at a much slower speed. Eine Cheat Engine, was das Spiel langsamer macht? What the fuck? Which is obviously easier, and then speed the footage back up. But when he did so, it wasn't perfect, so there ended up being a slight deviation. Sieht man ja auch an seinem Gesicht, ne, dass das unnormal, ja, sich verhält. This Oder? Ist das normal? Could only be found through Shmui's videos and no one Sieht halt so aus, als wenn er sich ein bisschen schneller bewegen würde als normal. else's. Through a full analysis, it was quickly realized that almost every single one of Shmui's videos had been faked in this way. More than 100 cheated videos over a span of almost 3 years. Ach du Scheiße. In the following days, even more ways to detect speed hacking were found, confirming the conclusion multiple times over. Deswegen war er auch so schlecht, als er dann mit anderen zusammengespielt hat live. And it wasn't just speed hacking. They knew that Shmui liked to splice, so the goal was to create a concrete way of knowing if one had occurred. They accomplished this by using the light pattern around the score multiplier. The ring is only lit in this way if no notes have been missed, and the light pattern should always be the same every single time. If the light pattern moves or jumps in a weird way, not only is this indicative of a splice, but it means the song before the splice had been altered in some way. Using the ring, even more splices were unearthed. Earlier Ja, da hat er nicht drauf geachtet, ne, dass der Ring halt in eine gewisse Geschwindigkeit sich dreht. suspicious clips like the Van Halen solo with crazy strumming I mentioned earlier in the video were re-examined. Using frame-by-frame analysis, it showed that Shmui wasn't actually strumming fast enough to hit every note. Ultimately, all of the weird oddities people had noticed over the years Also er hat nicht schnell genug angeschlagen, um diese Noten dazu zu treffen. Alle, were ne? legitimate clues to something more sinister. It just took several years and a slip-up from Shmui to unravel it all. On January 15th, Shmui uploaded a video confessing that most of his videos were inauthentic, though he didn't go into any technical detail. 2 days later, he posted a twit longer confirming that he used a cheat engine, splicing,
and AutoStrum. He also clarified- Cheat. What I used: Cheat Engine, Video Editing Program, VideoPad, Moon Scraper Editing and little use of AutoStrum, also automatisches Anschlagen. Some use it in combination, CA, Splicing, Programm. Alter, auf sowas muss erstmal kommen. Warum hat er das gemacht? Ich verstehe es nicht. Er wollte einfach diese Anerkennung, die er wahrscheinlich im richtigen Leben nicht hatte. Deswegen hat er seine ganze Energie und seine Zeit darin investiert, dass er sozusagen dass er da der Beste ist, ne? that he played songs at 75% speed and then increased the video speed to 132. Also mit 75% Speed hat er den Song gespielt. Wenn man da gut genug ist, trifft man auch alles und dann hat er das halt schneller gemacht auf 132,5%. 2.5%. The math here is slightly off, as he should have sped it up by 133.3% in order to correct it properly, which is why his tracks ended up being slightly slow. To his credit, shortly after his full confession, Shmooey also paid back all of the bounties he had won, totaling several $1,000s. He unlisted all of his videos on YouTube, privated his socials, and said it was time for him to go. This is definitely one of the worst cases of cheating I've ever seen, and one of the reasons for that is the relative scope of the effort Shmooey put into his faked videos when Man muss dazu sagen, sowas gab es natürlich schon immer, in jedem Spiel. Call of Duty, Counter-Strike, keine Ahnung. Medal of Honor, von mir aus, ja. Keine Ahnung, in irgendwelchen, bei FIFA wahrscheinlich auch. Also es gab eine ganze Reihe, glaube ich, an Cheatern, die auch schon mal erwischt worden sind, wenn die zum Beispiel irgendeinen Wallhack oder so benutzt haben. Ne? Im Livestream wurde alles schon entdeckt und so weiter. When compared to the size of the community, Guitar Hero has a relatively small group of top players when compared with some other areas of gaming like speedrunning or esports. There are a couple of exceptions like Asai, who has a very large YouTube channel, but generally there isn't much fanfare or popularity. Guck mal, hier zum Beispiel ne? Er spielt die Songs, ich glaube, in normaler Geschwindigkeit. Ne? Das sind Songs, die sind auch schwer. Ne? Nee, Now Playing Silvera. 250%, okay. Von Gojira. So, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Gojira. So. Ne? Ist möglich. Also der Notenhighway kommt in einer guten Geschwindigkeit runter. With being the best at this particular game. And yet, Shmooey, over the course of several years, spent an ungodly amount of energy creating these fake scores with no real payoff. He didn't amass a huge following or have much to show for his cheated accomplishments outside of praise and admiration from within the community itself. On the flip side, the devastation and damage he caused was incredible. The people who devote themselves to Guitar Hero might be small in number, but they make up for it in dedication. Some spending hundreds or even thousands of hours trying to perfect a single song. A single song. Hundreds or even thousands of hours to perfect a single song. Ja, also wirklich tausende Stunden, um einen Song auswendig zu lernen und den perfekt zu spielen. Vielleicht noch in einer höheren Geschwindigkeit. Ne? Ich meine, ich habe 2300 Songs oder so. Soll ich die jetzt alle auswendig lernen? Ich denke nicht. Ich spiele meine Lieblingssongs, ab und zu kommen noch welche dazu. Fertig. When a player invests countless hours into being the first person in the world to do something, and then someone else claims that achievement by cheating, they are effectively stealing all of that time from the other person who will never get it back. Yeah. And even if later that person finds out they were in fact the first to do something, Und es gibt Leute, die haben wirklich schon geheult, weil sie ein FC geschafft haben. Also ein Full Combo. Die waren dann so glücklich auf einmal, dass sie den kompletten Song fehlerfrei gespielt haben, dass sie angefangen haben zu flennen. Die umarmen sich hier auch. Is far less special. At the end of the day, cheaters are thieves, stealing time, stealing energy, stealing fame, and stealing dreams from everyone else. If you do want to give back to the community, I definitely recommend giving some of the top level. Und so ein Pattern kannst du halt nicht einfach so in kürzester Zeit auswendig lernen. Clone Hero players a watch, as they really do deserve more credit for the crazy things they are able to do. I will put a link in the description to one of, if not the greatest full combo in the game's history. Please go and check it out.
Now, what you've all been waiting for. Was I able to full combo a song? You're about to find out, but I will say that even though I was only playing on medium and the song was only 4 minutes long, I still felt a huge amount of pressure. Getting through an entire chart without making a single mistake is extremely nerve-wracking, especially at the end. Trying to do this relatively easy achievement. Es ist wirklich sehr, sehr, ich sag mal, sehr anstrengend, wenn du, also wenn man den Song kennt, dann weiß man, auf was man sich einlässt und vielleicht verkackt man beim Solo und so weiter. Aber je näher du dem Ende kommst, desto nervöser wirst du und desto höher sind die Möglichkeiten, dass du irgendwann falsch anschlägst oder einen falschen Knopf drückst oder so. Ne? Also, hatte ich auch. Habe ich jedes Mal, wenn ich beim Ende bin und ich habe fast ein Full-Combo. Me appreciate Guitar Hero players so much more. It's definitely something I could never do myself. However, I am happy to say I did get this run. Oh, guck mal, jetzt hat Full-Combo hier. Aber er hat keine Star Power eingesetzt, ne? Also dieses Ding, was hier an der Seite, das hier, das ist Overdrive oder Star Power. Ich glaube, bei Guitar Hero heißt es Star Power, bei Rock Band heißt es Overdrive. Ich nenne es immer Star Power. Das heißt, wenn du die Gitarre hochreißt, dann wird das ausgelöst und du hast halt hier einen doppelten Multiplikator. Ne? Yes! Full-Combo! Ja. Oh boy, nailed it. Full combo. Absolutely nailed it. As always, thank you so much for watching, you legends. I hope you are having a fantastic day, and I will see you in the next video. Gutes Video, auf jeden Fall, hat mir sehr gefallen und dass man mal gesehen hat, was so möglich ist, wusste ich gar nicht. Wir lassen hier auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Karl Jobst heißt der Gute.